Und dann sitzen echt kluge Leute in einem Raum und denken sich, Scheiße, was ist das Beste, was wir machen können? Wir lassen einfach das Display immer eingeschaltet. Mega geil. Mehr dazu im Video. Einen wunderschönen guten Mittag. Bei mir in jedem Fall. Man muss schon sagen, das Schmuckstück passt wirklich gut in die Natur. Und dann sitzen echt kluge Leute beisammen und denken sich, Scheiße, wie machen wir das, dass das auf Android richtig funktioniert? Hat jemand kluge Lösungen? Wir lassen einfach das Display immer eingeschaltet. Absolut mega geiler Plan. Gibt's Gegenvorschläge? Nein? Geil, machen wir so. Mega, mega. Also, so ist ungefähr die Zusammenfassung von wie gut funktioniert Ducati Connect. Positive Nachrichten, Zusammenfassung. Wir sind an Tag 2. Genau, gestern knapp 500 Kilometer. Lass uns mal schauen, was wir da so an Reichweite und Infos so zusammengeschustert haben. Ich würde sagen, Fahrerlebnis, Stufe 10 von 10, Fahrspaß, Stufe 10 von 10, Komfort, Stufe 10 von 10, mega. Sound, macht richtig Bock. Genau, ich habe jetzt maximal auf 6.000, 7.000 Umdrehungen gedreht. Also man hört, wie sie schön ab 5, 5,5 richtig schön laut wird. Und es hört sich mega geil an, es macht richtig Spaß. Ich würde sagen, eine 7, 8 von 10. Für einen alten S1000R-Fahrer, aber ihr kennt die Geschichte bestimmt schon. Und ja, schauen wir mal, was wir da so als Werte haben. Deshalb, ich hoffe mal, das ist scharf. Da sind jetzt 674 Kilometer drauf. Genau, wichtig finde ich. Okay, gestern Fahrzeit, heute schon ein bisschen was. Ja, war ein langer Tag gestern. Genau, was haben wir hier? Ich suche immer Durchschnittsverbrauch, wollte ich jetzt sehen. Kommt bestimmt gleich. Durchschnittsverbrauch steht nichts, wenn man steht. Merkwürdig, bringt uns nichts. Ja genau, den wollte ich wissen. Durchschnittsverbrauch gestern ist 7,5 Liter gestanden. Dafür, dass ich Super Plus gedankt habe und ja, maximal auf der Autobahn 150, 155 wegen der Drehzahl und sonst gemütlich Landstraße. Ja, und eben maximal 6.000, 7.000 Umdrehungen. 7,5 Liter, schon höher Verbrauch. Resümee Tag 1. Es war mega geil. Genau, Wetter war, wissen wir eh schon. Wetter war ein bisschen extrem, leichtes Schneeflocken in der Früh, Feuchtigkeit. Es ist dann erst fast, wie ich fast in Saarbrücken war, ist es dann auf die letzten 200 Kilometer, war es dann echt 15 Grad, richtig angenehm, mega geil. Hier ein paar Ausschnitte. Anständige Kurven gesehen, wunderbares Land, echt super toll zum Motorradfahren, habe ich echt nicht gewusst bis dahin. Und ja, muss auch unbedingt mal wiedergekommen. Liebe Grüße gehen raus an die Freunde. Karl und Valerie. Danke auch fürs Übernachten. Genau, wir haben uns natürlich vorbildlich getestet und brav angegrillt und gemütlich zusammengesessen. Und ja, war ein mega geiler Abend gestern noch. Ein bisschen was getrunken auch. Entspannt ausgeschlafen, 10 Uhr. Deshalb gestern bin ich angekommen, was gegen 19:30 Uhr plus minus, also den ganzen Tag unterwegs gewesen. Irgendwie Kalimoto labert die ganze Zeit, hat gemeint, 1 Stunde bis du am Moped, 2 Stunden bis du am Moped, 3 Stunden bis du am Moped, 4 Stunden bis du am Moped, 5 Stunden bis du am Moped. Ich habe mir gedacht, was die Info wohl aussagen soll. Soll es mich stolz machen, wenn ich es höre? Ich habe keine Ahnung, interessiert mich persönlich eigentlich nicht. Aber ja, Resümee Tag 1. Es war geil, es hat alles gut funktioniert. Moped macht unendlich viel Spaß. Genau, Schmerzpunkt Ducati Connect. Also ich habe schon rausgefunden, wenn meine Bluetooth-Kopfhörer auch mit dem Handy gekoppelt sind, also es scheint einfach, wenn 2 Bluetooth-Geräte mit dem Handy gekoppelt sind, dann baut er keine Verbindung mit dem Motorrad auf. Er hat zuerst die ganze Zeit keine Verbindung mit dem Motorrad aufgebaut. Ich habe einfach drauf. Also ich bin ja in der Früh, ich habe es schon erwähnt kurz, ich bin 1,5 Stunden später gestartet.
weil wir versucht haben, also ich und meine Freundin, das Ganze zusammenzuhängen und versuchen zum Laufen zu bringen. Danach habe ich mir gedacht, auf, Alter, ich will Moped fahren, ich will einfach Spaß haben. Bin oldschool akustisch gefahren, wie ich das immer schon gemacht habe, also einfach Navi-Ansage übers Ohr. Und das hat soweit super geklappt, aber halt verdammt scheiße, wenn du ein Moped für 25.000 hast und dann ist das Navi so beschissen, dass du nichts damit machen kannst. Also du hast gar kein Navi in dem Fall, also du hast nicht dein Navi, mit dem du nichts machen kannst, du hast kein Navi. Theoretisch sollte ich aber eins haben. Das nervt halt hart, was soll ich damit machen? Und eben diese Lösung, wo ich vorher schon erwähnt habe, verdammt, man muss das Handy eingeschaltet. Also okay, wie funktioniert es vom theoretischen Aufbau? Ui, ich muss mal den Arm wechseln. Genau, machen wir diese Pose. Wie funktioniert es in der Theorie? Du hast dein Handy, das connectest du über Bluetooth mit dem Moped. Wenn diese Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, kann das Handy über Wi-Fi Direct dein Handy aufs Display spiegeln. Soweit zu der Logik. Bedeutet, das Moped hat eigentlich keine Intelligenz, das Handy hat die Intelligenz. Bedeutet wahrscheinlich auch langsames Handy, langsame Navigation. Ich habe ein schnelles, modernes Handy, OnePlus 8. Läuft eigentlich, wenn es funktioniert, schnell. Das Problem ist scheinbar, das ist die ganze Zeit ab. Entweder beim Bluetooth-Verbindungsherstellen oder beim Wi-Fi-Verbindungsherstellen. Von der Darstellung würde ich sagen eher beim Bluetooth-Verbindungsherstellen. Und findet dann entweder das Motorrad nicht oder startet nicht, was auch immer. Ich habe schon 2 Einstellungen gefunden gestern, einfach so ein bisschen Try and Error, aber ich hatte auch nicht viel Lust, mich rumzusetzen, aber weil ich es beruflich kenne. Es gibt 2 Einstellungen, die sind besonders wichtig. Die eine Einstellung ist, wenn dein Wi-Fi-Signal kein Netz bietet, wechsel auf 3G-Daten, 4G-Daten. Das macht das Android-System und viele solcher Apps haben damit das Problem, dass dann die primäre Verbindung, die Datenverbindung ist, obwohl Wi-Fi da ist und schlecht programmiert unterm Strich, ergibt das dann, dass die App verwirrt ist und die richtige Verbindung nicht mehr findet. Beschissen, aber ja, einfach schlecht programmiert, muss man sagen. Die zweite Sache ist, dass Wi-Fi ein- und ausgeschaltet wird und je nach Lust und Laune und wenn es ihm nicht passt, kann er sonst noch irgendwas optimieren. Genau, also es gibt da 2 Einstellungen. Meistens die eine ist bei den SIM- und Daten- und Mobilfunkeinstellungen, die andere sind dann Wi-Fi-Settings. Genau, das ist mal ganz wichtig. Dann im Hintergrund Batterieoptimierungen ausschalten. Was soll's denn? Okay, gefunden, getan. Und dieser Slot, wir können das nachher gleich mal machen. Man will doch sein Handy, also ich habe auch einen Tankrucksack drauf, man will doch sein Handy nicht jedes Mal da unten reinstecken. Ich brauche eine Tankstelle, da unten reingehen. Ich will eine WhatsApp schreiben. Da unten reingehen. Okay, ich will eine E-Mail schicken. Da unten reingehen, genau. Ich will vielleicht einfach einen Videocall machen. Da unten reingehen. Also das ist vollkommen sinnvoll und es ist nicht so, dass das technisch nicht möglich wäre. Bedeutet, die Leute, deshalb dieser Witz, die Leute bei Ducati sind zusammengesessen und haben sich gedacht, scheiße, wir machen irgendwas richtig, richtig Geiles. Wir machen eine App. Und die spiegelt die Daten auf das Display. Das ist cool. Die Kunden haben all ihre Daten dabei. Du hast die Kontakte vom Smartphone. Es ist geil. Es kann auch funktionieren. Okay, und dann sagt einer, Android, so viele Geräte am Markt im Hintergrund. Oder auch iOS, das System, das schaltet einfach die Apps im Hintergrund aus. Das kann man ausschalten. Der Android killt die Apps quasi einfach im Hintergrund, die Speicher brauchen. Ja, okay, welche Lösung gibt es dafür? Wir lassen das Display einfach immer eingeschaltet. Alter, das ist weit weg von professionell und das ist einfach eine sinnlose Lösung. Genau. Also man kann im Hintergrund technisch basiert einen Service am Laufen haben, wie wir das alles von verschiedenen Diensten kennen. Du kannst ins Auto, Bluetooth connectet sich. Okay, wenn sich Bluetooth connectet, kannst du sagen, passt, bau die Wi-Fi-Verbindung auf. Das ist ja keine Magic. Auf Android kannst du das besser als alles andere machen. Ja. Du kriegst immer mit, wenn ein Bluetooth-Event kommt. Ja, du kannst danach eine Wi-Fi-Verbindung aufbauen. Technisch möglich. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr keinen Plan habt, wie das geht. Ich kann euch dabei gerne unterstützen. Genau. Und die Lösung, die sie drauf gekommen sind, ist, jedes Mal, wenn ich das Ding mit dem Motorrad gekoppelt haben will, jedes Mal, wenn ich ein Navi haben will, ich will schnell hier 30 Minuten eine kleine Runde fahren, irgendwie Starnberg oder eine Adresse, Geschäftstermin in der Stadt. Und dann musst du das Handy hier, Display an, in diese Buchse reinstecken. Das ist kein Use Case. Niemand macht das. Bitte fix das. Das ist doch einfach
der ist doch einfach vollkommen beschissen. Das muss man einfach so sagen. Weil, also ich werde das fix nicht nutzen. Ich werde das machen wie bisher. Wenn ich irgendwo hin muss, akustisch fahren, Ohrstöpsel, einer. Sagt dir einfach schön links, rechts, bla 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 und dann fährst du akustisch. Und wenn du daneben bist, packst du und dann schaust du einfach, wo hast du die letzten 50 Meter zu Fuß zu gehen. Aber so ist das leider ein Krampf. Oi. Sonst muss ich sagen, mir tun die Haxen weh. Donnerstag echt geiles Workout gemacht und dementsprechend jetzt den ganzen gestrigen Tag Moped fahren. Das ist echt geil gewesen. Hier in der Gegend echt gute Kurven. Und ja, habe fast ein bisschen vergessen, dass Mopedfahren ja anständig auf die Haxen geht. Vergesse ich echt immer wieder. So, also wäre dieser Punkt mit Ducati Connect und kein Navi nicht, wäre es eine Top-Erfahrung, alles perfekt. Es ist so auch eine Top-Erfahrung, ich bin top glücklich mit dem Moped und ich freue mich riesig. Und auch wenn man nach Kroatien fährt und einfach, aber was ist das? Also du fährst eine Strecke hier so jetzt 600 Kilometer, ich bin bei der Tankstelle, na klar checke ich mal WhatsApp, na klar will ich einfach mein Handy rausnehmen und ich mache vielleicht ein Foto. Genau, was ist, wenn ich ein Foto machen will? Ich muss hier runter. Ich muss das Ding abbauen. Ich muss das dann aus diesem Slot. Lass es uns anschauen. Das ist doch einfach ein Kampf. Also, was machen wir? Genau. Voll geil, SW-Motek, gutes System. Genau. Tankrucksack runter. Okay. Ihr seht's, genau. Hier, mein Handy ist jetzt in meiner Tasche. Auch, natürlich habe ich es rausgeholt vorhin. Genau. Also hier. Du machst es auf. Echt. Magischer Knopf. Okay, hier ist ein Kabel. By the way. Ein Kabel wäre auch nett für ein 25.000 Euro Gerät gewesen, zumindest 2 Kabel. Gebt doch einfach ein iOS und ein Android-Kabel dazu in der richtigen Länge, weil 60 oder 90 cm Kabel in diesem kleinen Slot. Ihr seht, ich reg mich gerade ein bisschen auf. Hey, geil. Komm, Truck. Geiler Truck gewesen. Ich wollte ihm nicht so offensichtlich ins Gesicht filmen, aber ja, geiler Truck gewesen. Okay, also Smartphone. Büchse. Bedeutet hier Büchse. Geil, du hast das Handy, okay? Schau. Okay, jetzt, okay, man gewöhnt sich, es ist in Gummi und es ist ein bisschen mühsam reinzustecken, aber jetzt kommt's. Wie mühsam ist es? Es ist schon mühsam. Ich mache es eh schon mit Gewalt, weil ich es mir angewöhnt habe, aber es ist einfach anstrengend, das hier reinzustecken und es ist anstrengend, das hier rauszuholen. Ja klar, du kannst es mit Gewalt machen. Die Frage, wie lange halt es? Besonders in Bezug auf die Ladebuchse. Ich bin schon drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob das diese Abbildung hier signalisieren soll. Genau, ich bin drauf gekommen. Zuerst reinstecken, dann anstecken. Ist zwar anstrengender, aber geht besser, weil wenn es angesteckt ist, ist es echt noch die kritische Länge. Und dann ist jetzt das, man kriegt es rein, aber ungemütlich. Genau. Also ja, auch mit Gewalt, aber macht es auf keinen Fall. Auf Dauer ist sicher den Ladeanschluss zuerst ohne reinstecken. Aber ja, und jetzt kommt's. Der Use Case. Ich zeige euch das mal. Man muss nämlich die Ducati App geöffnet haben, wenn man das Ding da reinschiebt. Bedeutet jetzt, wir gehen davon aus, dieser Connection-Modus, der da gerade läuft, sieht gleich aus, wenn es verbunden ist. Genau, und das Ding ist auch hier, nur das ist ein Spiegel, genau. Man kann hier so hochwischen. Und wenn du hochwischst, also wenn die Verbindung aktiv ist, siehst du diesen Screen mit verbunden. Wenn du hochwischst, ist es vorbei. Entsprechend schiebst du das Ding dann da rein. Ich glaube, ein Problem, warum manchmal die Verbindung während dem Fahren abbricht, wir sind ja auf einem Motorrad. Ein Motorrad hat Schräglage. Wenn ein Motorrad Schräglage bekommt oder du einfach das Baby von rechts nach links durch die Kurven wirfst, hat es hier Knöpfe. Natürlich. Und das Display muss immer an sein. Also, welcher von diesen klugen Köpfen hat vielleicht nicht daran gedacht, dass wenn man eine Kurve fährt und man auf den Ausschalter kommt, man das Display ausschaltet, das Handy im Standby ist und dieser Plan nicht mehr funktioniert. Also das ist von vorn bis hinten komplett hirnrissig. Aber ist nur eine Theorie von mir. Also ich weiß, wenn das Display ausgeht, ist die Verbindung tot. Steht auch so, man muss das Display eingeschaltet lassen. Aber was bringt's? Also das ist Motorrad. Ich fahre von links nach rechts. Na klar, haut das Handy auch hier von links nach rechts ein bisschen und dann stoße es beim Einschalter an. Was eigentlich das Problem ist, ja, man steckt es hier rein und ja klar, wenn man beim Reinstecken angekommen, ausgeschaltet. Das ist der Plan. Bedeutet, du hast das Handy dann hier reingeschoben, aber es ist ausgegangen. Jetzt kommt's, wenn das passiert, wenn es ganz drinnen ist. Okay, stell dir vor, du hast es dann da reingeschoben, ja. Es klebt ja, also es ist eine Gummimatte, das ist bestimmt auch eine Intention von etwas, aber dadurch geht es natürlich schwerer rein.
Okay, also du hast es dann da drin, dann richtest du es, okay, stoßt an, ausgeschalten. Bedeutet, Verbindung abgebrochen. Bedeutet, du kannst es wieder rausfriemeln. Das macht richtig Laune, weißt du, besonders für Mopedfahrer. Vielleicht noch große Hände an. Dann musst du das wieder rausfriemeln und du steckst es wieder rein. Was will ich denn? Will ich komplett aggro werden die ganze Zeit? Will ich mich hier einfach eskalieren? Will ich mit mir selbst den Hass bekommen? Einfach weil ich in der Pause vielleicht kurz eine WhatsApp schreiben will? Und dann das Service wieder beende und es wieder starte und oh Gott, das ist der Plan. Fix es einfach bitte. Macht ein ganz normales Service, es soll im Hintergrund laufen. Ich will das Ding in meiner Hosentasche eingesteckt haben und es soll einfach funktionieren. Das ist der einzige Weg. Alles andere ist einfach komplett. Und wir können einfach einmal schauen, ob es einfach so out of the box jetzt funktioniert. Also wirklich geil gelungen, dieser Splash-Screen. Er ist mega genial. Okay, Moped. Wir sehen schon hier, Ducati Connect von Haus aus getrennt. Wir machen es einfach hier auf. Die App ist noch gerade offen, von gerade eben. Genau, Bluetooth-Verbindung läuft. Also soweit auch für mich voll in Ordnung. Einfach aus technischer Sicht. Wenn irgendetwas startet, gib ihm mal 1 Minute Zeit. Passt. Video ist gerade bei 1 Minute 40. Wir warten einfach mal. Ich warte, ihr braucht nicht warten. Also bis gleich. Und dann wird sich die Verbindung vielleicht aufbauen, vielleicht auch nicht. Für mich und für euch lasse ich aber einfach die Kamera drauf filmen und dann warten wir einfach ab. Wir sehen auch rechts hinten oben, die Zeit ist gerade 15:04 Uhr für euch nachvollziehbar, falls ihr das erkennen könnt. Das Display dimmt sich automatisch, das ist so ein Ducati-Feature, dass du im besten Fall wenig Strom verbrauchst. Übrigens der USB-Stecker hier in der Mitte, bin auch schon drauf gekommen. Hier hinten gibt es auch noch eine Buchse, kann man was ranhängen, also echt ziemlich brillant. Unter der hinteren Sitzbank gibt es auch noch eine Buchse, also echt toll. Gibt auf jeden Fall genug Strom on the road. Aber was jetzt ist, die Ladebuchse hat einen 1 Ampere Stecker. Bitte, wenn ihr Mopeds baut in 2021, haut mindestens den 2 Ampere Stecker rein, weil 1 Ampere reicht gerade, dass es quasi keinen Strom zieht und nicht einfach leer wird. Aber viel laden tut es nicht. Dementsprechend man muss einfach, dann macht irgendwas in Richtung Quick Charge, anständig Wumms auf die Buchse. Vielleicht kann man das auch nachträglich ändern. Das soll auf jeden Fall ein Handy anständig laden. Wofür mache ich es denn? Und besonders wenn das Display immer an ist. Also 1 Ampere reicht, wenn kein GPS benötigt wird. Das Handy einfach in der Buchse liegt und das Display aus ist. Cool, okay. Reichen, es ist trotzdem schlecht, aber okay, es ist okay. Aber ja, alles andere ist sinnlos. Genau, wir warten mittlerweile schon fast 1 Minute 30, 1 Minute 40. Bedeutet, Moped ist gestartet, aber App ist tot. Genau. Also können festhalten, ein glorreicher Moment. Du willst jetzt aufs Moped steigen, ich habe hier für euch das Video gemacht. Ich bin voll glücklich, ich will weiter nach München. Ich möchte natürlich navigieren, okay. Ich würde sogar akzeptieren, dass ich das Ding jetzt eingeschaltet hier in diese Buchse rein friemeln muss. Aber nee, es verbindet sich gar nicht. Was mache ich jetzt? Also ich bin von Beruf Nerd. Ich mache das alles. Ich mache das nicht gern, aber ich kann damit umgehen. Ich kann Lösungen finden. Ich versuche Probleme zu lösen. Versuche auch und kann mir auch immer ein bisschen vorstellen, wie andere Entwickler gewisse Sachen lösen. Oft werden Sachen nicht gut gelöst und dementsprechend Zeitmangel, Budgetmangel, Kompetenzmangel. Und am Ende bekommst du dann so eine Lösung. Was willst du dann mit diesem Mist? Also ich weiß mir zu helfen. Aber nur weil das mein Job ist. Ich kenne diese Einstellungen. Aber was willst du denn als normaler Kunde machen? Nein, verdammt, du willst das Ding benutzen, du willst es. Auch wenn du das alles mitmachst. Genau, wir sind bei 2-3 Minuten. Noch immer nichts. Also ich rechne auch nicht damit, dass es noch geht durch Magic. Also nichts passiert aus Wunder. Es ist eine Technik. Du programmierst A, B, C. Es funktioniert nicht einfach aus Zufall. Okay, Zufall ist ein lustiges Thema. Aber ja, wenn es sich irgendwo verlaufen hat, also quasi irgendwo steckt, wird es nicht einfach plötzlich gehen. Was habe ich zumindest rausgefunden, wie es manchmal dann geht? Wir gehen mal hier wieder raus. Bin einfach mit dem Finger kurz an die Taste gekommen. So, da genau, du killst die App. Also hier in den Einstellungen so klassisch beenden, erzwingen. Dann öffnest du die App wieder und betest. Okay? Also, du öffnest die App.
Genau, das war es dann auch schon. An der Stelle sage ich ciao. Bezüglich der Technik aber, was will ich denn mit diesem? Nein, ich will jetzt Moped fahren. Ich habe für euch das Video gemacht. Ich werde, glaube ich, ein paar Teilbereiche rausschneiden und vielleicht 2, 3 Videos draus machen. Aber nochmal das geile Moped hier, es ist ein Traum. Aber diese Technik, ich habe echt keinen Bock. Ich werde weiterhin akustisch fahren. Ich stecke mir das Ding einfach ran. Ich höre die Navi-Ansagen, das kriegt man schon hin. Zweite Ausfahrt, jeder kann zählen. Manchmal tricky, aber nur je nach Navi-App. Man kann sich an alles anpassen. Also im Sinne von, ist die kleine Ausfahrt, die vielleicht nur ein Parkplatz ist oder eine Sackgasse, ist die auch eine Ausfahrt? Aber ja, lustige Geschichte beim Kreisverkehr immer. Egal, kriegt man auch hin. Google Maps ist sogar schon so schlau, dass sie beim Kreisverkehr einfach sagen, geradeaus fahren. Was will ich denn da Besseres haben? Also akustisch geht das 1A. Und ja, das leider zu einem kleinen technischen Mangel. Hat sich wieder nicht aufgebaut, zweiter Versuch. Ich rechne auch nicht eben, dass es funktioniert. Deshalb einfach einen Mist drauf geben und beten beim nächsten Mal. Vielleicht geht es dann so. Das war es eigentlich soweit. Ich kann mal hier schauen, wie weit es denn ist von der Route her noch. 3 Stunden 55 von hier jetzt noch. 376 Kilometer, 19 Uhr Ankunft. Ich mache es mir gemütlich, ich hoffe, ich bleibe trocken. Ihr fahrt heute wahrscheinlich nicht so wirklich mit. Ich glaube, ich schnall die GoPro nicht nochmal an den Helm derweil. Und ja, vielleicht hole ich mir irgendwo noch Kurven, vielleicht kommt irgendwo noch die Sonne raus, es wäre der Hit. Aber ansonsten heute einfach gemütlich die Kilometer machen, wieder zurück zum Ursprung und ja, von Kroatien träumen nächste Woche. In diesem Sinne, das war mein Volksfest. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao und bis zum nächsten Video. Like und Abo nicht vergessen. Und jetzt nochmal Ducati Porn. Also ich finde besonders von der Seite hier mega schnittig, mega geile Optik. Und ich muss wirklich sagen, es passt einfach perfekt in die Offroad-Landschaft. Es ist ein Traum, es ist wirklich ein Traum. Und ich finde auch durch den niedrigen Schwerpunkt, es sinkt auch tatsächlich beim Fahren einfach auch der Respekt vor Offroad, weil es einfach viel einfacher zu handeln ist als so ein Straßenbike. Dementsprechend hier habe ich auch schon. Biegen Sie links ab. Genau, Navi spricht. Ich habe ja auch schon direkt in einer geilen Bremsspur einfach mal so getestet, wie das denn so sich verhält, wenn es blockiert. ABS aber an, aber trotzdem einfach ist ein loser Untergrund. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mich auch hören. Ich fahre jetzt schon die ganze Zeit so einen geilen Schotterweg. Und eigentlich wollte ich heute zwar euch nicht mehr mitnehmen, aber ich glaube, dafür sollte ich euch mitnehmen.
kurze Aufnahme so. Für die ersten Kilometer mit dem Baby würde ich sagen, habe ich sie doch anständig eingefahren. Weil zu Hause noch 200 Kilometer bis zum Ziel. (1094 Kilometer. 3 bis 4 Grad, im Stand wird es meistens ein bisschen wärmer. 21:07 Uhr. Oh yeah. Mission accomplished. Ich hoffe, das klappt mit dem Licht hier so. Meine Feinmotorik hat ein wenig nachgelassen. Auftrag erfüllt. Morgen Erstservice. Alles in Ordnung. Fresh was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Like und Abo da lassen.